Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr sehen könnt, es sieht ein wenig aus wie ein Schlachtfeld. Tatsächlich sieht das jetzt auch schon über eine Woche so aus. Ich bin froh, dass die Wagenheber so lange gehalten haben, denn ja, wo fange ich an? Wie im Videotitel ja drin steht, geht es um die Achsen von meinem Audi an der Vorderachse. Und da waren die Manschetten kaputt, also beziehungsweise da sind beide Manschetten gerissen, sowohl Beifahrer- als auch Fahrerseite. Und ich hatte mir dann anhand der Fahrgestellnummer entsprechend Ersatz besorgt. Das ist hier diese Antriebswelle und diese Antriebswelle. Die sind, wie ihr sehen könnt, aus dem Zubehör, aus dem einfachen Grund, die habe ich schon vor Monaten bestellt. Und damals waren die Original-Antriebswellen nicht lieferbar. Jetzt fragt ihr euch, warum erneuert er nicht einfach nur die Manschetten? Aus dem einfachen Grund, ich weiß nicht, was passiert oder wie gut der Zustand ist von den Antriebswellen an und für sich. Und wenn wir mal hier drüben schauen, hier haben wir jetzt die Originalantriebswelle. Da habe ich jetzt auch mal geöffnet und so richtig super frisch sehen die nicht mehr aus. Und deswegen habe ich mich eben damals dafür entschieden, komplett neue Antriebswellen zu kaufen, denn die Idee von mir war, sie relativ schnell einfach zu wechseln. Also mit relativ schnell dachte ich, das habe ich in einem Tag erledigt. Ja, wie gesagt, jetzt ist das schon über eine Woche vergangen. Liegt daran, dass diese Antriebswellen aus dem Zubehör die falsche Länge haben. Obwohl ich die nach Fahrgestellnummer bestellt habe, passen sie eben längentechnisch nicht. Und da hätte ich gesagt, lege ich jetzt einfach mal so eine Antriebswelle im Vergleich daneben, dann könnt ihr das schön sehen. So, ich habe jetzt einmal die Originalantriebswelle hier jetzt von der Beifahrerseite in die Mitte gelegt und die beiden neuen Antriebswellen davor und dahinter. Und wie ihr sehen könnt, die sind einfach deutlich zu lang. Ich habe dann auch dem Verkäufer geschrieben, habe das Ganze auf eBay gekauft und habe dem Verkäufer geschrieben, dass ich eben erst jetzt dazugekommen bin, das zu verbauen und dass es längentechnisch einfach nicht kompatibel ist, dass die neuen Antriebswellen einfach zu lang sind. Habe ihm auch Bilder geschickt, eben genau so im Vergleich. Die lustige Antwort war, ich müsste es zusammendrücken. Das würde schon passen, das sei fürs richtige, also das sei die richtige Antriebswelle fürs Fahrzeug. Ist natürlich, also klar, wenn man irgendwie der Hulk ist, dann kann man das zusammendrücken, aber danach funktioniert halt die Antriebswelle nicht mehr. Zudem, wenn man das so stark komprimieren würde, hätte man ja auch ein Problem, dass hier diese Manschetten und auch das Lager selbst die ganze Zeit maximal komprimiert und gequetscht sind. Das kann unmöglich im Sinne des Erfinders sein. Deswegen steht das jetzt eben schon eine Woche so hier rum. Dann habe ich es nochmal bei Audi probiert und Gott sei Dank, also auch super vom Versand. Ich habe das am, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und die Woche war ja dann auch ein Feiertag, habe ich das bestellt. Und das ist jetzt gestern gekommen, heute ist Samstag. Also wirklich ein mega Service. Einziges Problem ist, die gibt es nicht mehr neu bei Audi, die gibt es nur im Tausch. Heißt, meine ursprüngliche Idee, die Originalantriebswellen wieder aufzuarbeiten, das wird leider nichts, denn die muss ich zurückschicken. Ja, aber dafür habe ich jetzt Originalantriebswellen. Und da hätte ich gesagt, schnappe ich mir jetzt mal so eine Originalantriebswelle und packe die auf die Werkbank und dann schauen wir uns das längentechnisch mal im Vergleich an. So, das ist jetzt die aufgearbeitete Antriebswelle, die von VW direkt kommt oder beziehungsweise von Audi. Die Teilenummern stehen oder stimmen auch überein. Ja, das sieht man jetzt hier, da haben wir eben die 272S am Ende und das gleiche haben wir hier auch, da haben wir auch die 272S. Auch der vordere Teil passt. Längentechnisch ist das jetzt auch in Ordnung. Die eine habe ich ja schon geöffnet, deswegen ist die jetzt in einer bisschen anderen Position als die neue oder als die überholte. Und jetzt sollte ich hoffentlich in der Lage sein, das alles wieder zusammenzubauen, damit das hier nicht mehr so traurig aussieht und ich das endlich abschließen kann. Ich werde jetzt noch, bevor ich das zusammenbaue, euch noch ein, zwei Hinweise geben in Bezug auf die Demontage. Und wenn das jetzt hier nicht zu sehr eskaliert, zeige ich euch den gesamten Prozess noch einmal auf der Fahrerseite. Aber ich hätte gesagt, wir springen noch mal kurz hier, wie gesagt, etwas näher ans Auto und ich gebe noch mal ein, zwei Hinweise für euch. So, anhand der jetzigen Einstellung, ich werde jetzt hier im Nachgang die entsprechenden Teile, von denen ich spreche, ein bisschen hervorheben, sodass ihr es einfacher habt. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe oben an diesem Radträger oder an der Radaufhängung, ich markiere das jetzt einmal, da habe ich die beiden oberen Achslenker rausgenommen, sowie auch die Koppelstange. Die Koppelstange habe ich jetzt in dem aktuellen Zustand wieder mit drin und dadurch konnte ich den gesamten Radträger bzw. dort, wo die Bremsscheibe dranhängt, konnte ich nach vorne kippen und so den nötigen Platz gewinnen, um die Antriebswelle,
die sozusagen durch die Bremsscheibe und durch die Radnabe und durch das Radlager geführt wird. Auch das signalisiere ich jetzt hier einmal visuell, wo die Antriebswelle durchgeht. Wie gesagt, dadurch, dass ich das oben gelöst habe, konnte ich das ein bisschen vorkippen und die Antriebswelle rausziehen. Es gibt wohl auch die Möglichkeit, dass man die Schraube unten lösen kann und das dann sozusagen unten ein bisschen rauszieht. Vielleicht probiere ich das auf der anderen Seite. Das werden wir dann, oder beziehungsweise wenn ich das umstelle, das Prozedere, dass ich jetzt nicht oben löse, sondern unten, dann seht ihr das jetzt, wenn ich noch dazu komme, eben im Ende oder sage ich mal als nächstes im Video. Ja, dann ein weiterer Hinweis, wenn ihr diese Zentralschraube löst, auch hier markiere ich noch mal kurz, wo die sitzt. Die sitzt sozusagen in der Mitte von der Bremsscheibe und ja, verankert die Antriebswelle im Radlager. Die muss sehr fest angezogen werden. Das sind 200 Newtonmeter, was die bekommt, plus 180 Grad Drehwinkel. Und damit ihr die gelöst bekommt und damit ihr die auch später wieder ordentlich festmachen könnt, braucht ihr auf jeden Fall einen entsprechend großen Drehmomentschlüssel zum Anziehen, aber natürlich auch eine große Ratsche, um das Ganze zu lösen. Das heißt, oder halt eine Verlängerung. Da aber wirklich was Stabiles nehmen, damit euch das nicht um die Ohren fliegt. Genau. Ansonsten ist es so, die Schrauben oben an dem Radträger, die dort durchgehen, die neigen dazu, so ein bisschen zu oxidieren. Oder, ja, einfach dieses Alu fängt dann da an, so ein bisschen zu arbeiten. Die muss man dann ja, ein bisschen mit WD-40 einsetzen oder irgendeinem anderen Rostlöser. Und das kann ein bisschen tricky sein. Wie gesagt, wenn ich das auf der anderen Seite jetzt gleich noch machen sollte, wenn es zeitlich reicht, seht ihr das ja. Ansonsten der Hinweis für euch, und das kommt dann in einem anderen Video, dass eben diese Schrauben relativ problematisch sind. Die Schrauben sind auch nicht komplett geschraubt, das heißt, die haben kein durchgehendes Gewinde. Ich versuche euch das jetzt einmal zu zeigen. Das hier ist zum Beispiel die Schraube, die hier oben durchgeht. Und wie ihr sehen könnt, hat die kein durchgehendes Gewinde. Das bedeutet, nur am Ende ist ein Gewinde, um das entsprechende Drehmoment anziehen zu können. Und wenn ihr die Schraube rausbekommen wollt, müsst ihr die mit einem entsprechenden Werkzeug hier raushämmern. Einerseits ein bisschen blöd, weil ihr könnt sie nicht wiederverwenden. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ihr sie tauschen müsst, ist es auch nicht schlimm, wenn ihr drauf rumklopft. Ja. Gleiches gilt für diese etwas kürzere Schraube, die hier bei der Koppelstange verwendet wird. Da ist auch eine merkwürdige Konstruktion. Die Schraube, die oben die Koppelstange hält, die hat hier eine leichte Öffnung und je nachdem, in welcher Position ihr sie dreht, könnt ihr eben die Schraube von der Koppelstange rausziehen, also diese hier. Und die andere Schraube, die oben drin steckt, die bleibt immer drin und die ist nur zum Verriegeln. Also, aber wie gesagt, ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber der Hinweis eben für euch, wenn ich die andere Seite jetzt noch mache, dann seht ihr das etwas besser im Detail und ich blende dann auch nochmal die einzelnen Drehmomente ein. Aber das eben vorab, warum mich das ein bisschen mehr Zeit gekostet hat, also vor allem, weil einfach die Antriebswellen nicht gepasst haben von der Länge und zum anderen aber auch, weil ich mir einfach noch nicht ganz sicher war, wie ich da am besten hinkomme. Jetzt versuche ich die Seite hier mal fertig zu machen und dann gibt es hoffentlich für euch auf der anderen Seite eine Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie ihr das gelöst bekommt, welche Drehmomente ihr braucht und wie ihr das dann entsprechend tauscht. So, also teilweise gute Nachrichten, wie ihr sehen könnt. Die neue Antriebswelle ist verbaut, aber ich breche mir gerade einen ab. Diese oberen Querlenker oder Achslenker oder was auch immer, da der richtige Fachbegriff ist, die wieder einzusetzen. Wie ihr sehen könnt, die ganze Radaufhängung hat hier entsprechend, da ist so ein bisschen Zug drauf, weil eben, wie gesagt, jetzt der obere Anschlusspunkt nicht verankert ist. Die Spurstange habe ich einhängen können. Das kann man jetzt hier im Hintergrund sehen. Ich positioniere gleich nochmal die Kamera um, dann seht ihr das besser. Aber auf jeden Fall, das ist ein Riesenmist, wenn man alleine ist und mit einer Hand diesen Radträger in Position drücken muss und mit der anderen Hand versuchen muss, diesen kleinen Kopf von diesem Achslenker oder wie auch immer das da oben heißt, dann in das Loch zu fädeln, denn der kleine Kopf bewegt sich natürlich auch immer und er verrutscht und dann ist es nicht mehr gerade. Ja, ich werde jetzt nochmal nach Hause fahren, denn ich habe hier natürlich keine Spanngurte. Wie hätte es anders sein können? Also fahre ich jetzt nochmal heim, hole mir Spanngurte, werde das dann ein bisschen festzurren, sodass ich mehr Hände frei habe, um dort zu arbeiten. Jetzt positioniere ich nochmal die Kamera um, dann könnt ihr auch die beiden Achslenker sehen, Querlenker, wie auch immer, von denen ich gerade spreche. Also ich spreche hier von diesem Bauteil.
Ich zeige es mal mit der anderen Hand von diesem Bauteil. Das muss ich jetzt sozusagen, hier hinten ist ja schon die Spurstange ist schon verbunden, das sieht man auch hier vorne. Ich habe jetzt noch nichts mit Drehmoment festgemacht, aber auch die Achse hier unten, ich zeige euch das auch mal hier unten, ne, die neue Achse sitzt schon drin. Ihr könnt dort hinten sehen, ich habe sie schon verschraubt, aber wie gesagt, noch kein Drehmoment, erstmal nur handfest. Und jetzt habe ich eben das Problem hier oben mit den, mit diesem Radträger hier. Hier kommen ja diese Stifte rein von den beiden Querlenkern, Achslenkern, was auch immer. Und wie ihr sehen könnt, die sind natürlich schön flexibel. Die kann man hier so hin und her, weil die müssen sich ja bewegen können. Wenn man jetzt dieses Teil, was eben unter Spannung steht, mit einer Hand da so reindrückt und dann versucht, diesen Zapfen in das Loch zu führen, der sich immer wieder bewegt und dann rutscht er nicht ganz rein. Riesiger Scheiß. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal Spanngurte und mache das. Und auf der anderen Seite muss ich mal schauen, ob es da nicht cleverer ist. In der Anleitung habe ich gelesen, man kann wohl auch hier unten hinter der Bremsscheibe, hier hinten unten drunter sitzt wohl auch eine Schraube, die man lösen kann. Ich weiß aber nicht, ob das genug Spielraum gibt, um die Achse rauszuholen. Da muss ich mich dann nochmal schlau machen. Wenn nicht, mache ich es auf der anderen Seite wieder so, dass ich die beiden Dinger hier oben löse. Das hat ja jetzt eigentlich relativ gut funktioniert, nur der Einbau ist jetzt ein bisschen tricky, weil, wie gesagt, ich das jetzt halt mit einer Hand drücken und der anderen Hand reinschieben. Da fehlt mir irgendwie eine Hand. Deswegen muss ich jetzt mal schauen. So, ich habe es jetzt geschafft. Es ist eine Schweinearbeit gewesen. Hier oben diese Achslenker wieder in Position zu bekommen. Also, was habe ich gemacht, damit das funktioniert? Vielleicht für euch als Tipp. Ich habe zuerst hier den Spurstangenkopf montiert. Das hattet ihr ja vorher schon gesehen, der war schon dran. Die Schraube hier oben vom Spurstangenkopf bekommt 5 Newtonmeter. Hier müsst ihr, wie gesagt, aufpassen, denn die Schraube hat eine Aussparung oder eine Kerbe. Also das heißt, die ist nicht durchgängig rund, sondern hat an einer Seite eine Einkerbung, damit diese Schraube, diese Langschraube, die hier durchgeht, damit die sozusagen in dieser einen Position, wo dieser Halbmond ausgeschnitten ist, der muss hier vorne stehen. Dann könnt ihr die Langschraube durchstecken und dann zieht ihr hier oben mit 5 Newtonmeter fest. Die Mutter hier vorne bekommt 50 Newtonmeter. So, und dann kam der schwierige Teil, hier diese beiden Achslenker wieder einzusetzen. Ist furchtbar unangenehm. Was habe ich gemacht? Ich habe hier unten, unterhalb der Bremsscheibe, habe ich einen Wagenheber angesetzt, um das Federbein ein bisschen zu komprimieren. Dann habe ich hier oben mit dem vorderen Achslenker habe ich gestartet, habe den eingesetzt. Dann ist der nur, sage ich mal so 50% hier in diesem Träger versunken. Und dann habe ich mir eine Schraubzwinge genommen. Ich weiß, es ist nicht super professionell, aber hat wunderbar funktioniert. Habe mit der Schraubzwinge ganz leicht ein bisschen angezogen und dann ist er komplett eingerutscht. Dann habe ich die Schraubzwinge hier erstmal dran gelassen, habe die Schraube hier vorne leicht eingesetzt, sodass die Schraube diesen Zapfen verriegelt, aber eben nicht ganz durchgesteckt, weil ich ja hinten ja noch den anderen Träger nicht eingesteckt hatte. Und bei dem gleiches Spiel, wie gesagt, das ganze Federbein ein bisschen komprimiert, damit dieser Träger weiter nach oben kommt, dann den Zapfen eingeführt, dann wieder mit der Schraubzwinge nachgearbeitet und dann die ganze Schraube durchgedrückt. Jetzt mache ich hier auch noch die Mutter drauf, da kommen 70 Newtonmeter ran. Die hier wird dann, wie gesagt, mit 200 Newtonmeter und 180 Grad und die Schrauben direkt an der Antriebswelle bekommen 70 Newtonmeter. Ja, ich blende euch jetzt hier die verschiedenen Drehmomente auch nochmal ein. Genau, das mache ich jetzt und dann Rad drauf, Rathausschale wieder rein und dann habe ich die erste Seite fertig. Wenn das hier einigermaßen wieder zusammen ist, zeige ich euch noch ein paar Detailaufnahmen. So, es ist jetzt ein bisschen anders gekommen als gedacht. An dem Tag, wo ich eben den Ausschnitt eingespielt habe oder beziehungsweise das, was ihr bisher im Video gesehen habt, ist sozusagen gestern passiert aus heutiger Perspektive. Da war meine Freundin mit dabei und der Hund. Die Freundin hat mir geholfen mit Bremse drücken und so weiter. Und ja, wir haben gestern noch beide Achsen fertig gemacht. Ich bin jetzt auch schon einmal gefahren. Soweit alles in Ordnung. Damit ich das Ganze aber ein bisschen abrunden kann, denn ich bin gestern einfach nicht mehr zum Filmen gekommen. Und damit ich euch noch mal ein bisschen in Ruhe erklären kann, was ich jetzt gemacht habe, was meine Schwierigkeiten waren, worauf ich, sage ich mal, hinweisen möchte, was dann vielleicht für euch einfacher ist in Zukunft, habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt heute noch mal von der Beifahrerseite das Rad ab. Die Seite habt ihr ja schon gesehen. Warum die Beifahrerseite? Beifahrerseite aus dem Grund, auf der Fahrerseite hat bei der Bremsscheibe diese zentral
Radschraube gefehlt. Da gibt es ja eine kleine Schraube, die die Bremsscheibe an der Radnabe befestigt, und die hat auf der Fahrerseite gefehlt. Deswegen war das auf der Fahrerseite auch noch mal ein bisschen schwieriger, die Achse zu tauschen, denn wenn diese Schraube nicht vorhanden ist, dreht sich die Bremsscheibe immer auf dem Radlager und ihr könnt dort gar keine Kraft anwenden. Habe ich dann hinbekommen, aber wie gesagt, deswegen nur als kurzer Hinweis, wieso jetzt schon wieder die Beifahrerseite zu sehen ist. Das Erste, was ihr machen müsst, ist natürlich die Radschrauben lösen, und dafür habe ich das Fahrzeug jetzt minimal angehoben und jetzt löse ich einfach die Radschrauben. Je größer da euer Hebel ist, desto einfacher habt ihr das, die zu lösen. Die habe ich jetzt einmal angelöst, und der nächste Schritt ist einfach, das Fahrzeug so weit anzuheben, dass das Rad nicht mehr den Boden berührt. So, dann hole ich mir mal Handschuhe und dann können wir das Rad abnehmen. Hier mache ich es jetzt so, dass ich erst hier unten die Radschrauben rausnehme, die oberste lasse ich noch drin, und erst am Schluss nehme ich die oberste raus, aber letzten Endes könnt ihr das machen, wie das euch lieber ist. Wichtig ist nur, bei der letzten solltet ihr ein bisschen gegenhalten, nicht, dass euch die Felge von der Radnabe fällt. Jetzt halte ich hier gegen und löse die letzte Radschraube. Und jetzt das Rad ein bisschen nach vorne wegziehen. Aufpassen, dass es nicht nach unten fällt, damit es nicht auf eure Bremsscheibe oder den Bremssattel schlägt. So, dann packe ich das mal zur Seite. So, und dann sehen wir das Ganze schon. Ich hole jetzt mal ein bisschen Licht und dann gehen wir auf die einzelnen, dann gehe ich auf die einzelnen Punkte nochmal ein, was ich jetzt festgestellt habe, was eben bei mir hilfreich war. Wie ihr sehen könnt, hier ist jetzt schon eine neue Schraube drin, das ist auf beiden Seiten der Fall. Die muss man auch auf jeden Fall ersetzen. Ich sage jetzt auch gleich, welche anderen Schrauben ihr noch ersetzen müsst. Und auf der Fahrerseite hat eben diese Schraube hier gefehlt. Die, wie gesagt, sichert die Bremsscheibe auf der Radnabe, und weil die auf der Fahrerseite gefehlt hat, konnte ich beim Lösen der Zentralschraube keine Kraft aufwenden, da sich immer alles mitgedreht hat. Und da habe ich dann einfach Radbolzen genommen und die sozusagen eingedreht, damit sich das nicht mehr mitbewegt. Aber das ist natürlich auch echt kacke. Zudem ist mir jetzt aufgefallen, hier die Bremse, die sieht auch wirklich nicht mehr frisch aus. Da habe ich jetzt auch schon ein neues Teil bestellt. Das heißt, da gibt es dann demnächst auch ein Video, wo ich hier die Bremse der Vorderachse auf beiden Seiten, Scheiben und auch Belege einmal tauschen werde. So, wir starten jetzt erstmal hier vorne, deswegen habe ich den Ausschnitt hier gewählt. Das erste, was ihr machen müsst, wie gesagt, Rad ab, das haben wir jetzt. Dann, wenn das Rad gelöst ist, dann habe ich hier das Ganze ein bisschen mit WD-40, also Rostlöser, eingesetzt. Ihr könnt auch einen anderen Rostlöser nehmen. Dann habe ich das ein bisschen einwirken lassen. Dann bin ich mit dem Schlagschrauber hingegangen und hier einer entsprechend großen 19er Sechskantnuss. Ist doch eine Sechskant? Ja, das ist eine Sechskantnuss. Und habe das mit dem Schlagschrauber erstmal ein bisschen bearbeitet. Idee war dahinter, dass dieser Rostlöser da ein bisschen reinkriegt durch die Vibrationen, die der Schlagschrauber auslöst. Danach bin ich hergegangen und dann kommt es jetzt eben darauf an, wenn ihr zu zweit seid, kann sich jemand ins Auto setzen und ganz fest die Bremse treten. Wenn die Bremse dann getreten ist, dann setzt ihr das hier an, die 19er Sechskant. Nehmt einen ganz großen Hebel, denn da braucht er wirklich viel Kraft. Und je größer der Hebel, desto einfacher für euch. Und dann müsst ihr die hier lösen. Die ist wirklich brutal fest. Die wird später wieder festgezogen mit 200 Newtonmeter plus 180 Grad. Ich muss ehrlich sagen, diese 180 Grad habe ich nicht geschafft. Ich hatte jetzt keinen Hebel, der so groß ist, und es hat sich alles so verbogen. Das war mir ehrlich gesagt zu riskant, da noch weiter zu drücken, denn ich habe so eine kleine Historie mit Schrauben. Ich arbeite zwar sonst immer nur an Computern, aber ich schaffe es irgendwie ständig, Schrauben abzureißen. Keine Ahnung, vielleicht sind die Tastaturen auf sehr hart eingestellt. Nein, Spaß beiseite, keine Ahnung. Also da fehlt mir einfach ein bisschen die Routine und oftmals mache ich es dann zu fest und dann reißt es. Deswegen, ich habe die 200 Newtonmeter und dann habe ich nochmal so 25, 30 Grad geschafft. Mehr ging nicht, dann hat auch immer die Bremse durchgerutscht, also ich habe dann immer die Bremse gedreht. Ja, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass man hier was einklemmt. Aber bei so viel Kraft habe ich auch Sorge, dass hier irgendwas kaputt geht. Deswegen das Risiko wollte ich nicht eingehen. Und im Reparaturhandbuch steht tatsächlich, man soll drinnen die Bremse treten, währenddessen das hier festgezogen wird.
Wie gesagt, bei mir hat es jetzt nicht funktioniert, hat sich immer die Bremse mitgedreht. Ja, aber das als Hinweis für euch, 200 Newtonmeter plus 180 Grad. Dann habe ich danach hier, ihr seht das, die Narbe ein bisschen gereinigt. Das ist jetzt nicht so wichtig, weil ich ja die Bremse tauschen werde, aber das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz bewusst, beziehungsweise ich hatte mich dazu noch nicht entschieden, dann auch die Bremse zu tauschen. Deswegen habe ich halt die Narbe gereinigt. Das zu der Zentralschraube. Dann ist die gelöst und der nächste Schritt wäre dann, oder ist dann, dass ihr die Antriebswelle auf der Seite, also sozusagen hier ist ja in Anführungszeichen jetzt vorne, hier ist die Antriebswelle durchgesteckt durch das Radlager und dort hinten könnt ihr jetzt erkennen, ist die Antriebswelle verschraubt am Verteilergetriebe. Und das nächste, was ihr machen müsst, bevor ihr die gelöste Antriebswelle dann hier nach hinten rausdrückt, ist, die Schrauben hinten am Verteilergetriebe eben entsprechend auch alle zu lösen und schon mal rauszudrehen, denn es ist geschickter, also zumindest aus meiner Erfahrung, die Schrauben hinten zuerst zu lösen und dann die Welle durchzuschlagen, als wenn ihr das zuerst macht und dann habt ihr die wackelige Welle, die da irgendwo rumliegt und dann könnt ihr das da hinten nicht mehr schön sauber lösen. Denn so, wenn die Welle noch eingesteckt ist, aber gelöst, drückt wieder jemand auf die Bremse und ihr könnt hinten die Schrauben am Verteilergehäuse lösen. Jetzt habt ihr einen Blick, ich habe hier jetzt extra Licht hingestellt, dass man das besser sieht, auf die Antriebswelle, die am Verteilergehäuse befestigt ist, also verschraubt. Wie ihr sehen könnt, sind die Schrauben auch neu. Ich markiere euch jetzt mal die 2, 3 Schrauben. Gut, die dritte kann man nicht so wirklich sehen, aber ich markiere die jetzt mal im Videoschnitt. Die habe ich jetzt, wie gesagt, schon ersetzt. Und was ihr jetzt machen solltet, oder was ich dann gemacht habe, was ganz gut funktioniert hat, das Getriebe auf N stellen, sodass die Antriebswelle freigängig ist. Das heißt, ihr könnt sie, wenn ihr unterm Auto liegt, sie drehen. Und wenn dann, wie gesagt, das Ding auf N steht, also das Getriebe auf N steht, dreht ihr die Antriebswelle, dass diese Schraube, die man jetzt hier sieht, dass die da unten hin zeigt. Und dann könnt ihr von unten hier mit einem Schlüssel durch und da vorne andocken an die Schraube. Dann, wie gesagt, am besten wieder jemand haben im Auto, der die Bremse tritt. Dadurch bewegt sich die Antriebswelle nicht mehr. Und ihr könnt die Schraube lösen. Dann löst derjenige im Auto wieder die Bremse. Ihr dreht von Hand die Antriebswelle wieder ein Stückchen weiter. Ich versuche das im Videoschnitt ein bisschen zu visualisieren. Ihr dreht die Antriebswelle wieder weiter, bis die nächste Schraube hier unten an der Position ist. Dann tritt wieder jemand die Bremse, ihr löst die Schraube wieder und so macht ihr das, bis ihr alle gelöst habt. Dann schraubt ihr die Schrauben raus. Dann ist die dann ist die Seite zum Verteilergetriebe gelöst. Die Schrauben müsst ihr auch alle ersetzen. Das heißt, wenn ihr die Antriebswelle tauscht, braucht ihr auch diese Schrauben neu, genauso wie die Zentralschraube, die wir vorher gesehen haben. So, dann habt ihr also hinten die Antriebswelle zum Verteilergetriebe gelöst, ihr habt die Schrauben alle rausgenommen. Dann ist hier vorne, wie gesagt, ja die Mutter oder die Schraube schon gelöst. Was ihr dann macht, ihr dreht sie relativ weit raus, lasst aber so 2, 3, 4, 5 Gewindegänge noch drin. Da ihr die alte Schraube ja ersetzen müsst, könnt ihr die Schraube nutzen, um von draußen mit dem Hammer dagegen zu schlagen. Dadurch treibt ihr die Antriebswelle aus dem Radlager raus. Das macht ihr eben, bis sie hinten rausploppt. Dann könnt ihr die Schraube hier komplett abdrehen. Und das nächste ist dann eben, also zumindest musste ich das so machen, ich habe es nicht geschafft, die Antriebswelle dann sozusagen nur durch das Lösen hinten und vorne rauszuziehen, sondern ich musste dann auch noch oben, das zeige ich jetzt gleich, ich stelle nochmal die Kameraperspektive gleich um, musste ich oben auch noch die Achslenker und die Lenkstange lösen, damit ich da ein bisschen Spiel habe zum Arbeiten. Das zeige ich euch jetzt mal. Dann, wie gesagt, war alles lose, aber ich habe es nicht geschafft, hier unten die Antriebswelle aus dem Radlager rauszuziehen, weil einfach ich sie nicht so weit komprimieren konnte, um sie dort hinaus zu bekommen. Was ich dann gemacht habe, in dem Reparaturleitfaden, wo ich gesehen habe, soll man wohl unten die Schraube lösen. Das war mir ein bisschen zu heikel, weil dann würde ja alles hier oben dran hängen. Ich habe es andersrum gemacht. Ich habe hier unten, sieht man jetzt gerade nicht, ich habe sozusagen unter den Achsschenkel habe ich einen zweiten Wagenheber gesetzt. Den habe ich ein bisschen angehoben, sodass die gesamte Radaufhängung und auch der Dämpfer ein bisschen nach oben kommt. Und dann bin ich hergegangen und habe die Schrauben hier oben gelöst. Das ist eine lange Schraube, die durch das gesamte Bauteil durchführt. Die hat hinten eine Mutter. Da habe ich gegengehalten, habe die hier gelöst. Wichtig ist, die hat kein durchgängiges Gewinde. Denn in dem Teil, wo sie hier durch diesen Körper, durch diesen Achskörper geht, ist sie einfach plan. Also da hat sie, wie gesagt, kein Gewinde, sondern nur am Ende, um sie zu sichern mit der Mutter. Und das bedeutet, wenn ihr die Mutter gelöst habt, könnt ihr die Schraube leider nicht rausdrehen. Das heißt, ihr müsst mit einem Splintreiber von hinten die Schraube rausschlagen. Das kann sehr eklig werden, weil das hier so ein bisschen oxidiert.
das Aluminium, weil das ja immer mit Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dann treibt ihr die Schraube raus, dann könnt ihr sie rausziehen und dann sind diese Köpfe hier oben von den beiden Achslenkern sind einfach nur reingesteckt. Ja, die haben sozusagen so einen Stift und der Stift hat in der Mitte so eine Aussparung, beziehungsweise ist da halt ein bisschen ausgefräst. Das heißt, der ist nicht komplett zylindrisch, sondern in der Mitte ist er enger und in dieser engen Stelle geht die Schraube durch. Das heißt, die Schraube sichert diese Stifte hier in dem Bauteil und die Schraube selbst wird hinten gesichert, damit es nicht rausrutschen kann. Das heißt, die Achslenker, diese Stifte, sind nicht direkt verschraubt, sondern werden nur durch die Schraube gehalten. Ein ähnliches Prinzip haben wir hier hinten an der Lenkstange. Da ist oben eine kleine Schraube, die müsst ihr drehen, um diesen Stift hier innen, da ist auch wieder so ein zylindrischer Körper, der allerdings auf einer Seite hat ja auch wieder so eine Einkerbung. Und da müsst ihr schaffen, diese Einkerbung in die richtige Position zu drehen. Das heißt, dass die Kerbe hier sitzt, wo die Schraube durchläuft. Dann löst ihr auch wieder die Mutter, treibt die Schraube raus. Das geht aber, wie gesagt, nur, wenn die Schraube hier oben in der richtigen Position ist. Da müsst ihr hier oben drauf gucken, da ist eine Markierung, dreht das in die richtige Richtung und dann könnt ihr die Schraube auch raustreiben. Wenn ihr merkt, die lässt sich nicht raustreiben, dann ist das noch verriegelt über die Schraube hier oben. Das heißt, da müsst ihr dann einfach ein bisschen ausprobieren. Ihr merkt, sobald ihr es in der richtigen Position habt, dass hier Spiel entsteht. Dann, was braucht ihr an Werkzeug? Hier vorne unten haben wir ja gesagt, für die Zentralschraube von der Antriebswelle ist eine 19er Sechskant. Die Schraube hier oben, die hat eine 13er Nuss. Das heißt, da könnt ihr mit einer 13er Nuss arbeiten. Die anderen beiden Schrauben haben jeweils eine 16er Nuss. Und damit ihr die gelöst bekommt, wo steht denn jetzt 16? Steht hier gar nicht drauf. Fantastisch. Also auf jeden Fall, doch da. 16er Nuss. Und damit ihr die gelöst bekommt, nehmt ihr euch einen 16er Schlüssel. Den braucht ihr auch noch. Hier hinten gegenhalten und dann hier vorne lösen, gegenhalten und lösen. Auch wieder mit einem Splint-Treiber raustreiben. Jetzt das, was ich nicht gemacht habe. Eigentlich soll man diese Schrauben und die Muttern immer ersetzen beim Wechseln. Das war mir allerdings nicht bewusst, als ich die Teile gekauft habe, dass ich da sozusagen ran muss. Das bedeutet, ich habe die jetzt weiterverwendet. Dadurch, dass ich aber noch die Bremse mache, werde ich das nochmal neu bestellen und dann beim Bremswechsel die hier auf jeden Fall auch erneuern. Denn die werden auch mit spezifischem Drehmoment angezogen. Hier vorne das Ding bekommt 50 Newtonmeter laut dem Reparaturleitfaden, den ich gefunden habe. Und das hier hinten bekommt 45 laut dem Reparaturleitfaden, den ich gefunden habe. Das sind, wie gesagt, die Informationen hier oben. Und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, hinten die Antriebswelle am Verteilergehäuse oder am Verteilergetriebe, da bekommen die Schrauben 70 Newtonmeter. Genau. Ich denke, damit habe ich erstmal das Wichtigste erwähnt. Wirklich eklig wird es dann, die Dinger hier wieder einzusetzen. Da muss man einfach ein bisschen spielen mit der Höhe von dem Wagenheber hier unten, dass ihr die wieder in eine richtige Position bekommt, denn die sind echt störrisch. Was mir geholfen hat, ich habe sie so grob in die richtige Position bekommen oder angesetzt und dann hatte ich aber nicht genug Kraft, sie manuell reinzudrücken. Dann habe ich mir eine Schraubzwinge zur Hilfe genommen, habe die Schraubzwinge hier angesetzt, habe leicht die Schraubzwinge zusammengedrückt, dann ist der hier wunderbar reingeglitten. Die Schraubzwinge war dann hier und hat den gehalten und dann habe ich von vorne die Schraube so halb durchgesteckt, dass sie zumindest mal den ersten Achslenker hält. Schraubzwinge wieder abgenommen und hinten das gleiche Prinzip gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Wie gesagt, vielleicht wenn man da kräftiger ist oder das Ganze schon öfter gemacht hat, kriegt man das vielleicht auch von Hand hin. Aber mit der Schraubzwinge war für mich die deutlich einfachere Variante. Ja, das war mein Fiasko mit den Antriebswellen. Wie gesagt, das Schlimmste war halt am Anfang die Antriebswellen, die nicht gepasst haben. Das war super ärgerlich, da habe ich schon eine Woche verloren. Und wie gesagt, was auch sehr unangenehm war, waren diese Achslenker oben. Ich positioniere noch mal ein bisschen um, sonst ist das immer blöd, wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche. Genau, diese Achslenker hier oben, wenn ich die dann einmal gelöst hatte, die eben wieder in den Achsträger reinzubekommen, das war sehr eklig. Kleiner Hinweis noch an der Stelle, nehmt auf gar keinen Fall einen Abzieher dafür, denn sonst beschädigt ihr gegebenenfalls die Gummimanschette. Die ist ja innen drin mit Fett und das Gelenk, deswegen kein Abzieher, sondern einfach nur die Schraube raustreiben und dann ploppen die beiden Stifte eigentlich von alleine raus. Wenn die nicht von alleine rausploppen, müsst ihr einfach ein bisschen mit der Höhe von dem Wagenheber spielen, der hier unten drunter sitzt, dass ihr in den richtigen Winkel kommt, dass die Arme rausploppen. Ja, wie gesagt, das waren so die Pain Points, die ich hatte und was halt auch hilft, wenn man eine zweite Person hat, dass man das Getriebe auf N stellen kann
unten manuell die Antriebswelle dreht, um die Schrauben lösen, aber auch später, um sie festschrauben zu können. Das gleiche Prinzip. Da ist also auch hilfreich, wenn man eine zweite Person hat, die einfach auf Bedarf im Auto dann die Bremse tritt. Dann funktioniert das wunderbar. Ja, das soll es in diesem Video jetzt gewesen sein. Leider, wie gesagt, konnte ich euch bei den einzelnen Schritten jetzt nicht direkt dabei haben, aber hier ist so wenig Platz, wenn man da nachher mit dem halben Körper drin steckt und da wurstelt und arbeitet, hättet ihr eh nicht viel gesehen, außer mich, wie ich da euch irgendwie die Sicht verdecke. Deswegen denke ich, ist das so noch die beste Alternative, dass ich im Nachgang einfach die Dinge anspreche, die für mich schwierig waren, damit ihr es dann bei eurer Aktion oder bei eurem Tausch etwas leichter habt. Falls jemand einen Tipp hat, ob es vielleicht doch hier unten, wenn man die Schraube löst, besser gegangen wäre und wie man das dann abfängt, dass das nicht alles runtersackt und da oben so extrem viel Druck und Last entsteht, denn wir haben ja da die Lenkstange, da hätte ich echt Angst, wenn ich hier unten die Schraube löse, dass dann aufgrund des Gewichts da irgendwas mit der Lenkstange passiert. Aber wie gesagt, das war jetzt einfach nur, bin da ja kein geübter Mechaniker, sondern lese mich halt in die Reparaturleitfäden ein und gehe so ein bisschen nach Anführungszeichen logischen Denken vor. Wie gesagt, wenn das schon mal jemand gemacht hat oder professionell macht, ich bin immer dankbar für sinnvolle, hilfreiche Tipps, auch in Bezug dort oben, wie man das am geschicktesten löst mit den Achslenkern, Alternative zu der Schraubzwingen-Variante und so weiter. Ja, bin ich jedem hilfreichen Kommentar dankbar. Wie gesagt, ich hoffe, es war auch für euch etwas Hilfreiches dabei. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder am Start seid. Wie gesagt, es kommen ja noch ein paar Videos. Getriebeöl, Bremse, Auspuff, Lenkrad. Das wird nicht langweilig. Insofern würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.